Woran merkt man eigentlich, dass man mit einem Bild noch nicht fertig ist? Ich kriege oft die Frage, deswegen denke ich da auch immer mal wieder drüber nach, woran man eigentlich merkt, dass ein Bild noch nicht fertig ist. Also nicht optisch fertig, sondern so wirklich fertig für sich. Für mich ist Struktur nie einfach nur ein Anfang. Also das ist für mich immer auch eher ein Moment, was ich euch auch immer wieder sage, wo ich auf der Leinwand ankomme. Also vorher bin ich noch im Kopf, denke noch, schaue viel, manchmal weniger und überlege. Und ja, hier wird es dann plötzlich körperlich. Also Hände kommen dazu, das Material kommt dazu und auch der Widerstand. Oder auch mal hören. Auf der Leinwand sieht man noch nicht so viel, aber innerlich passiert da eben schon ganz schön viel, meistens. Und mehr als man eben von außen vermuten würde. Also gerade dieses, wenn du mir zuschaust, denkst du, naja, okay, was macht sie denn da jetzt? Ja, alles klar, so und so. Aber bei mir innerlich passiert total viel. Viele denken dann eben auch, also auch die künstlerisch aktiv sind, denken dann eben auch an dieser Stelle, jetzt müsste doch langsam mal endlich was entstehen. Die Sonne ist da, yes. Es sieht so aus, als ob es fertig ist. Für mich sieht es schon fertig aus. Der Farbton ist einfach toll und es hält auf jeden Fall. Also ich kann hier ordentlich rumruckeln und es ist fest. Ja. Das Wasser tat, glaube ich, nochmal gut. Es hat das Ganze nochmal so ein bisschen aufgelöst. Aber jetzt male ich weiter, ja. Und komme jetzt mal wieder ins Malen. Das ist oftmals so ein Moment, wo man wissen will, lohnt sich das hier eigentlich? Also ich kenne diesen Impuls sehr gut. Dieses frühe Schauen nach einem Ergebnis. Und genau hier versuche ich, das bewusst offen zu lassen. Also nicht eben aus dem Grund heraus, weil ich jetzt schon weiß, wohin die Reise hier gerade geht, sondern gerade, weil ich noch gar nicht weiß, wohin es geht. Dann gibt es immer wieder diesen Punkt, wo man sich schon festlegen könnte. Man könnte anfangen, Ordnung reinzubringen, es ruhiger zu machen, übersichtlicher. Oder man lässt es eben noch, hält es offen. Ich merke diesen Moment sehr genau. Also das spürt man, wenn man drauf achtet. Vielleicht kannst du einfach mal drauf achten, wenn du malst. Und heute entscheide ich mich aber noch nicht für irgendwas. Jetzt kommt Bewegung rein und
damit natürlich auch eine gewisse Art Unsicherheit. Ich mochte das vorher total gerne, dieses weiße, minimalistische mag ich total gerne und auch die Farbtöne, aber trotzdem hat es mich weitergezogen. Und man weiß dann auch nicht so genau, das ist halt kein klarer Moment. Da ordnet sich gerade etwas oder auch nicht, kippt es gerade. Von außen wirkt es oft sehr entschieden, aber innen fühlt sich auch oder kann sich auch anders anfühlen, nicht immer, aber oftmals. Also dass man auch eher tastend und vorsichtig ist. Hier wird es gerade total unübersichtlich. Und an dem Punkt kommt, glaube ich, jeder, der malt. Also du hast das Bild vor dir liegen und es ist unübersichtlich. Und das ist genau der Teil, wo viele innerlich aussteigen. Man will dann schnell wieder eine Ordnung haben, einen Punkt setzen, etwas richtig machen. Ich merke diesen Drang auch sehr deutlich, auch immer wieder, aber ich lasse ihn trotzdem noch. Ich halte das aus, aber auch nicht, weil ich weiß, was dann passieren wird, sondern weil ich es eben auch noch nicht weiß. Das ist oft der Moment, wo ich wirklich nicht weiß, wie es weitergeht. Also ich weiß es nicht. Man steht im Bild und sucht. Man sucht nicht nach einer Lösung und nicht unbedingt nach einer Idee. Man sucht einfach. Das ist auch nicht unbedingt ein angenehmer Teil. Also das kann sich auch fies anfühlen. Aber es ist ja ein sehr ehrlicher Teil. Mit dem Blau wurde es sehr dicht und vielleicht auch etwas schwerer gefühlt. Das Spielerische war die ganze Zeit da, aber irgendwann fühlt es sich dann doch mehr an wie ein Abarbeiten. Und manchmal frage ich mich dann auch selbst, was mache ich hier jetzt eigentlich? Warum hast du das nur gemacht? Aber ich habe darauf keine klare Antwort. Also das musste so sein, das gehört dazu. Und ich arbeite trotzdem weiter. Das Bild, wenn man da drin hängt und nicht weiter weiß, dann kann man das Bild auch einfach wegstellen. Manchmal ist das einfach auch genau das Richtige. Einfach mal ein bisschen Abstand. Aber heute nicht. Also ich bin da noch voll im Bild. Mit Türkis kommt dann wieder ganz viel Bewegung rein, fast wie Wasser, als wenn du durchs Wasser schwimmst und es dich trägt. Das fühlt sich nicht nach einer Lösung an, aber schon nach einer gewissen Ordnung. Und es kommt einfach auch wieder so ein Stück Luft und Leichtigkeit in mir und in dem Bild. Am Anfang habe ich gefragt, woran man merkt, dass man mit einem Bild noch nicht fertig ist. Also eher, woran merke ich eigentlich, dass ich noch nicht fertig bin? Und ich merke das meistens, wenn ich noch am Suchen bin. Dann merke ich bin noch nicht fertig. Also hat nichts damit zu tun, dass das Bild optisch jetzt nicht schön aussieht. Ich merke das eher, dass ich noch eingreifen will, dass ich noch
irgendwas korrigieren will. Also solange ich noch etwas festhalte, ist auch das Bild noch nicht fertig und frei. Also am Ende einfach, wenn ich noch nicht loslassen kann. Das ist nur mein Maßstab und vielleicht ist es bei dir aber ganz anders und vielleicht merkst du es eher an Ruhe, an Klarheit, es sind so andere Formen. Darüber werde ich sicherlich wieder was schreiben im Blog oder nochmal so einen kleinen Mini-Guide erstellen, wo du einfach nochmal unterm Video in den Link reinschauen kannst. Hol dir die Farben auf die Leinwand in die Wohnung, gerade jetzt, wo es so dunkel ist. Tschüss! Zum guten Schluss noch ein paar weitere Gedanken zu euch, die ich jetzt hier gerne noch teilen möchte. Ich bin jetzt in Neuseeland und darf hier eine Zeit lang gerade unterwegs sein. Und das ist sehr, sehr schön und wertvoll. Und gleichzeitig habe ich diese neue Reihe gestartet. Es war aus technischen Gegebenheiten, hat sich das so ergeben und ich habe dann einfach die Chance ergriffen, das zu tun, was ich im Grunde ja schon immer mache, aber jetzt sehr deutlich. Und ich freue mich, dass ihr das so positiv aufgenommen habt und danke euch für eure vielen, vielen tollen positiven Rückmeldungen. Das hat mich natürlich erleichtert, weil ich war auch etwas natürlich gespannt. Ach du lieber Himmel, jetzt mache ich das. Mal gucken, was mache ich hier nur wieder? Aber egal, also ihr wisst, was ich meine und danke, dass du hier bist, danke fürs Liken, danke fürs Teilen, danke für eure lieben Kommentare und ja, schön, dass du hier bist. Hab einen ganz schönen Sonntag, geh jetzt raus in die Natur oder an die Leinwand und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Mach's gut, tschüss!